Schatz! Ah, Schatz, wach auf! ja, was ist denn? Es gibt ein neues BKW von EcoFlow. Ach, die haben sicher wieder nur die PV-Anschlüsse erhöht, die Leistung erhöht. Ist doch die Suppe vom letzten Jahr. Pff. Nein, aber hör mal zu. EcoFlow hat es geschafft, ganz legal die 800 Watt von BKWs zu umgehen. Was? Echt? Wirklich Ja, du jetzt? hast es richtig gehört. Du hattest meine Neugier. Jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Deshalb freue ich mich riesig auf dieses Review, denn EcoFlow geht hier einen anderen Ansatz als hier die Hersteller, wo einfach nur die Zahlen hochpushen und so weiter. In dieser Folge schauen wir uns deshalb hier den Stream Pro an und einmal den Stream AC Pro. Und ihr seht schon, oben drüber habe ich nicht nur ein PV-Modul von EcoFlow Full Black, sieht ziemlich cool aus. Darüber hinaus ist das mit einer Halterung bestückt, die etwas mehr kann, als nur hier das PV-Modul schön anzubringen und sicher anzubringen. Aber das alles erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin der Ur, willkommen beim Kanal Smartzeug. Lasst uns gemeinsam hier die EcoFlow Stream Produkte und Serie anschauen. Und wenn ihr zukünftig solche Folgen, solche Videos gar nicht mehr verpassen möchtet, wisst was zu tun ist, abonniert den Kanal. Ansonsten Film ab! Kommen wir nun zum Unboxing des EcoFlow Stream Pro. Wir haben natürlich hier einmal das Hauptgerät selbst und weil es das Pro-Gerät ist und dieser 3 PV-Module quasi befeuern kann, haben wir passend dazu 6 Kabel. Passend zu den Kabel haben wir so ein Werkzeug, um das Ganze wieder abzuklipsen, wenn ihr das mal irgendwie falsch verlegt habt. Wir haben hier einmal eine Abdeckung, die ihr dann hier oben festmachen könnt. Das ist auch hier magnetisch, also klipst dann immer schön dran. Natürlich haben wir hier einmal den AC-Anschluss und wir haben hier Befestigungsmaterial, also ihr müsst das nicht auf den Boden legen. Ihr könnt das auch an einer Wand befestigen, so dass es dann den Boden nie berührt. Und natürlich gibt es noch die Garantiebedingungen, Sicherheitshinweise und eine Installationsanleitung. Kommen wir nun zum Unboxing des EcoFlow Stream AC Pro. Wir haben hier einmal das Hauptgerät selbst und den Unterschied zum Stream Pro zeige ich euch gleich. Wir haben hier einmal ein Verbindungskabel, zum Beispiel von dem Stream Pro von vorher zum Stream AC Pro. Und natürlich haben wir hier einmal einen Netzstecker. Auch hier haben wir wieder eine Abdeckung, hier einmal schön einrastet und dann ist das Ganze auch schön und abgedeckt. Und natürlich haben wir hier Befestigungsmaterial. Ihr müsst auch dieses Gerät hier nicht auf dem Boden aufstellen, ihr könnt es auch aufhängen. Und natürlich gibt es noch die Garantiebedingungen, Sicherheitshinweise und eine Installationsanleitung. Schauen wir uns nun den EcoFlow Stream Pro und den Stream AC Pro mal genauer an. Wir beginnen auch hier direkt mal mit dem Design. Ihr könnt sehen, beide Geräte sehen von vorne absolut identisch aus und das ist okay so. Wir haben hier vorne zum einen den Einschaltknopf. Wenn ihr den einmal drückt, dann geht hier das Gerät an. Das ist übrigens hier beim AC Pro genauso. Könnt ihr auch sehen, ungefähr zu wie viel Prozent das Ganze aufgeladen ist. Wenn ihr nochmal drauf drückt, dann geht es aus und wenn ihr es 5 Sekunden lang gedrückt haltet, dann wird hier WLAN und Bluetooth einmal resettet. Außerdem signalisiert euch die LED-Leiste unterschiedliche Zustände, zum Beispiel wenn es einen Fehler gibt, wenn es lädt und so weiter. Jetzt wird es richtig spannend. Und bevor ich hier mit den Zahlen um mich herum werfe zu den jeweiligen Geräten, blende ich euch hier zum Stream Pro einmal die technischen Details ein. Das könnt ihr einfach für euch selbst nutzen, auch als Nachschlagewerk, könnt dann immer wieder zu dem Video zurückkommen und euch hier die technischen Daten anschauen. Und jetzt blende ich euch die technischen Daten vom Stream AC Pro ein. Für euch hier sehr schön die ganzen technischen Daten auf einen Blick. Könnt dann auch hier sehen, die Speicherkapazität mit 1,92 kWh und auch die weiteren Daten, was wir jetzt im Laufe dieses Abschnitts dann gemeinsam drauf eingehen. Doch bevor wir das machen, ich habe ja vorhin erwähnt, dass es hier diese Halterung gibt. Das habe ich jetzt mal für euch beispielhaft montiert. Das gleiche wäre dann auch hier möglich und dann könnt ihr das an einer Wand aufhängen. Wir haben hier einmal auf der rechten Seite von hinten betrachtet den Steckplatz für AC, was ihr dann hier klemmen könnt, genauso gut hier und dann könnt ihr das bei euch anschließen. Spannend wird hier die linke Seite, denn die kann man benutzen, muss man nicht, denn das ist ein All-in-One-Gerät. Ihr könnt erstmal mit einem Stream Pro hier anfangen oder auch Stream Ultra und könnt dann hier eure 3 PV-Module, 500 Watt pro PV-Steckplatz. Wenn ihr euch dann doch entschließt, zum Beispiel einen zweiten Stream Pro oder einen Stream AC Pro anzuschaffen und diese nebeneinander aufzustellen, bekommt ihr beim AC Pro so ein Kabel. Ihr seht, das ist jetzt auch nicht besonders lang und steckt das einmal hier ein und einmal hier und stellt dann somit die Verbindung zwischen den beiden Geräten her. Spannend ist ja, wo ist denn hier der Unique Selling Point? Also was ist hier das Alleinstellungsmerkmal?
Standardmäßig liefert auch dieses Balkonkraftwerk 800 Watt bei optimalen Begebenheiten. Wenn ihr jetzt eure Waschmaschine anschmeißt und diese anfängt die Wäsche zu kochen, braucht ihr 2300 Watt und somit müsst ihr noch 1500 Watt hier aus dem Netz zukaufen. EcoFlow dachte sich aber, das muss doch nicht sein, also hat hier eine Innovation reingebracht. Ihr könnt die Waschmaschine auch direkt an eine der zwei AC-Anschlüsse anschließen. Somit kann das Balkonkraftwerk hier wie eine Powerbank agieren. Der Stream Pro schießt dann aus der Batterie 1200 Watt hinzu und erreicht somit 2000 Watt. Somit wurde ganz legal die 800 Watt Grenze umgangen und wir brauchen nur noch 300 Watt aus dem Stromnetz. Jetzt könnte man sagen, dass das schon ziemlich cool ist, aber das war EcoFlow tatsächlich noch nicht genug und haben noch eine Schippe draufgelegt. Denn wenn ihr zwei Hauptgeräte, zum Beispiel zwei Stream Pro, zusammenschließt oder ein Stream Pro mit einer Stream AC Pro kombiniert, dann können diese beiden gemeinsam bis zu 2300 Watt aus dem System herausgeben. Das Hauptgerät liefert hier 1200 Watt und das Zweitgerät 1100 Watt, um die 2300 Watt zu erreichen. Somit müssten wir in diesem Beispiel mit der Waschmaschine gar nichts aus dem Netz hinzukaufen und wären 100% autark. Aber auch das war den Entwicklerinnen und Entwicklern bei EcoFlow nicht genug, denn die dachten sich, warum das Balkonkraftwerk in einem Raum lagern wie herkömmliche Balkonkraftwerke? Warum nicht im ganzen Haus verteilen, dort wo man die ganze Energie braucht? Und da unterschiedliche Räume unterschiedliche Energiebedarfe haben, hat man dem Ganzen noch eine künstliche Intelligenz und einen Algorithmus gegeben, um immer dann, wenn ihr den Strom braucht, das Ganze optimal zu verteilen und zur Verfügung zu stellen. Denn die Geräte merken sich hier eure Verbrauchsmuster und stellen bei dem jeweiligen EcoFlow Stream Gerät dann die Energie zu dem richtigen Zeitpunkt zur Verfügung. Und wenn wir das alles als eine Einheit denken und bei euch zu Hause ihr die EcoFlow Stream Pro Geräte verteilt, dann agieren diese als eine Powereinheit. Sobald ihr die jeweiligen Geräte mit der EcoFlow App verbindet, erkennen diese sich untereinander und bilden hier ein Netz. Die Energie in diesem Netz wird dann so ausbalanciert, dass zu dem jeweiligen Zeitpunkt die Energie beim richtigen Gerät zur Verfügung steht, um hier so wenig wie möglich Netzbezug zu haben. Somit versucht EcoFlow hier mit diesem ganzheitlichen System eure Energiekosten, soweit es geht, gegen Null zu drücken. Ihr könnt das Ganze im Verbund auf bis zu 11,5 Kilowattstunden erweitern, könnt das natürlich mit PV voll machen. Ihr könnt das aber auch zum Beispiel von eurer eigenen PV-Anlage voll machen, weil es ja bidirektional geladen werden kann. Und jetzt wird es richtig spannend. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit dynamischen Stromtarifen dann verbinden. Dann ziehen die sich in den günstigen Zeiten den Strom und geben es dann in den Zeiten ab, wo vielleicht PV schlecht ist oder der Strompreis gerade sehr teuer ist und habt dann dort wieder richtig gespart. Und das maximale Einsparpotenzial bekommt ihr, wenn ihr das Ganze mit einem Smart Energy Meter kombiniert. Ihr könnt hier zum Beispiel ein Shelly Pro 3M nehmen, könnt aber auch EcoFlow Smart Energy Meter nehmen, denn dann weiß dieses Gerät ganz genau, was derzeit bei euch zu Hause los ist und wird dann ganz dynamisch auf eure Bedürfnisse hier den Strom, die Energie zur Verfügung stellen. Hey Leute, wusstet ihr, dass ich jede freie Minute in diesen Kanal stecke? Oft lasse ich Sachen liegen, nur um Videos für euch zu machen. Wenn ihr das wertschätzt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like dalasst. Und wenn ihr neu hier seid, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig keine weiteren coolen Videos mehr verpasst. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Bisher wurden alle Kommentare auf diesem Kanal beantwortet. Danke, dass ihr das alles möglich macht. Kommen wir nun zur Montage des EcoFlow Stream Pro. Ich habe hier natürlich mein Labor und kann hier sehr gut die Module, welche schon auf dem Dach befestigt sind, mit diesem Gerät verbinden und dann einmal hier das an die Steckdose und dann können wir hier schon mit der Verbindung in der App beginnen und das mache ich jetzt mal kurz. Dazu nehmen wir hier einmal die Kappen ab. Jetzt machen wir hier einmal einen Netzstecker dran. Wie ihr sehen könnt, das Ganze ist jetzt schon angegangen. Hier die LED leuchtet und die LED dort blinkt. Das bedeutet, das Gerät fängt hier schon bereits an zu laden, weil es ist noch nicht ganz dunkel und hier kommen noch ein paar Watt runter. Und das ist jetzt der ideale Moment, um das Ganze mit der App zu verbinden. Jetzt ist für euch der Moment gekommen, um euch die EcoFlow App herunterzuladen und ein Benutzerkonto schon mal zu erstellen. Wenn ihr das gemacht habt, öffnet ihr einmal die EcoFlow App, geht in die Nähe des Gerätes und normalerweise wird das automatisch erkannt. Das habe ich jetzt einmal weggedrückt, damit ich euch das einfach mal so zeigen kann. Dann drücke ich auf ein Gerät oder das System hinzufügen und ihr seht schon, der Stream Pro wird hier direkt erkannt. Drücke ich einmal drauf. Jetzt gebe ich hier einmal meine WLAN-Daten ein. Jetzt wird das Ganze hier auch schon eingerichtet und mit unserem heimischen WLAN verbunden, damit wir es von überall, wo wir sind, auch steuern können, kontrollieren können und auch einfach mal reinschauen können, was hier gerade das Gerät treibt. Und jetzt können wir noch gemeinsam den Raumtyp auswählen.
Könnt ihr euch hier so einen Stil auswählen, was euch gefällt. Benennt hier einmal euren Raum, wählen hier einmal unseren Raum aus und drücken auf Fertig. Wie üblich im Jahre 2025 darf es nicht fehlen, für jedes Elektrogerät auch Software-Update durchzuführen. Und das mache ich jetzt einfach mal kurz, um hier die neuesten Funktionalitäten hier in der App zu haben. Nachdem das Update erfolgreich eingespielt wurde, habe ich den EcoFlow Stream AC Pro mit dem Stream Pro verbunden und dann den Schritt mit der Einbindung hier in die App genauso einmal nochmal durchgeführt. Die Schritte sind hier exakt die gleichen wie beim Stream Pro auch. Anschließend habe ich auch beim Stream AC Pro ein Firmware-Update durchgeführt und dann war ich hier bereit fürs weitere Review. Jetzt haben wir den Stream Pro und den Stream AC Pro hier in die EcoFlow App reingebracht und wir werden uns auch kurz EcoFlow App anschauen, aber nicht im Detail. Aber wenn ihr die EcoFlow App trotzdem im Detail euch anschauen möchtet, dann das Video oben rechts. Dort habe ich es mir ganz genau im Detail angeschaut, auch mit den Automatisierungen und so weiter. Und dann habt ihr hier eine sehr gute Basis und wir können uns die Zeit heute sparen. Jetzt können wir sehen, dass der Stream Pro derzeit bei mir 761 Watt mit den 3 PV-Modulen produziert. Das ist cool. Wir sehen hier 58% State of Charge von den Batterien. Und wenn ich hier drauf drücke, sehe ich, dass der Stream Pro bei 90% ist, noch aufgeladen wird und der Stream AC Pro bei 27%. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten, hier das Ganze für sich zu Hause einzustellen. Dazu gehen wir hier zu den Einstellungen. Wir haben dann hier die Energieversorgungsstrategie und die ist eigentlich ziemlich wichtig. Standardmäßig ist halbautomatische Lieferung hier ausgewählt. Das bedeutet für euch, ihr könnt zum Beispiel einen Smart Plug benutzen, einen von EcoFlow, Shelly und dann immer wenn dieser Smart Plug, nachdem er verbunden wurde, misst, zum Beispiel, hey, ich bin an einem Trockner dran, der Trockner braucht jetzt 500 Watt, dann wird die Energie dynamisch dorthin rübergebracht. Und wenn der Trockner fertig ist, dann hört es auch wieder auf. So, soweit, so gut. Ihr könnt aber auch, wenn ihr jetzt keine Geräte euch anschaffen möchtet, weil ihr einfach ein bisschen sparen möchtet, könnt hier bei der Grundleistung hier das Ganze ein bisschen angehen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, hey, meine Grundleistung, nur als Beispiel, sind 100 Watt. Das ist das, was das Gerät mir immer abgeben muss. Ja, dann könnt ihr das Ganze speichern. Und wenn wir dann zurück zur Übersicht gehen, dann sehen wir hier 100 Watt Hausnetz. Das heißt, in die Batterie gehen jetzt nur noch 658 von den 758. Ich denke, ihr versteht, was damit gemeint ist. Ihr könnt das Ganze aber noch weiter verfeinern, auch ohne Geräte immer noch. Geht dann hier rein, könnt dann hier bei der Grundleistung noch einen Zeitraum hinzufügen und zum Beispiel sagen, hey, tagsüber immer von 15 bis 20 Uhr, da ist einfach besonders viel los. Dann möchte ich, dass dieses Gerät 800 Watt abgibt. Einfach so. Ihr könnt auch weitere Zeiträume noch hinzufügen. Dann speichert ihr das. Und weil ich derzeit in diesem Zeitraum bin, und dann werden hier 800 Watt an das Hausnetz, hier mit Stromnetz und Solar hier gemeinsam aus der Batterie abgegeben. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns die Thematik mit einem Smart Energy Meter anschauen, damit wir hier ganz dynamisch unterwegs sind und ganz smart. Die packen das hier ins Profil rein, Verbindung von Plattformen von Drittanbietern. Ich kenne das natürlich vom Video vom letzten Jahr. Dann haben wir hier die verschiedenen Plattformen. Ihr seht zum Beispiel, wenn ihr dynamische Tarife benutzen möchtet und ihr seid bei Tibber, dann ist EcoFlow eure Marke to go, denn das wird hier direkt unterstützt. Wir haben auch noch andere Geschichten wie PowerFox und so weiter, aber heute machen wir es hier mit Shelly. Dann können wir uns hier mit unserem Konto verbinden. Seht auch, welche Geräte hier derzeit unterstützt werden und dann legen wir hier einmal los. Und ihr seht, ich habe hier viel zu viele Shelly-Geräte, also ich scroll mal runter, es hört gar nicht auf. Aber für mich spannend ist hier der Netzanschlusspunkt, der ist hier, perfekt. Kann ich dann hier mit reinnehmen, das passt. So, das hätten wir jetzt auch. Wunderbar, dann haben wir hier beide Geräte mit drin. Können wir noch einen Raum zuordnen, ist gar nicht mal so wichtig, aber von mir aus packen wir hier rein in den Testraum. Fertig. Wunderbar. Wir möchten ja loslegen. Ich bin hier heiß wie Frittenfett. Wir gehen hier einmal zu den Einstellungen, dann zur Energieversorgungsstrategie und können dann bei halbautomatischer Lieferung hier einmal die automatische Lieferung auswählen. Das Ganze speichern wir dann. Jetzt haben wir hier den Punkt Smart Meter und hier können wir unseren, in meinem Fall, Shelly Pro 3M verbinden. Derzeit in der Beta und dann können wir hier einmal auf Verbindung drücken und dann wurde das Ganze auch erfolgreich hinzugefügt. Jetzt müssen wir noch die maximale Ausgangsleistung, weil es ja ein BKW, dafür bis 800 Watt. Vorher konnten wir diese Einstellungen noch nicht treffen. Jetzt müssen wir sagen, in welchem Rahmen darf sich denn hier dieser dynamische Modus denn bewegen und der Rahmen ist hier die gesetzlich vorgeschriebene 800 Watt. Jetzt ist was ganz Spannendes passiert, denn wir haben hier neben der Solarproduktion auch noch Stromnetz.
Und das ist für alle wichtig, die das Ganze mit einem dynamischen Stromtarif benutzen möchten, denn ich habe ja eine Aufdach-PV-Anlage und das ist übrigens auch der Grund, warum bei Hausnetz derzeit 0 Watt angezeigt wird. Also das Haus verbraucht nicht plötzlich nichts, das wäre ja viel zu schön. Nein, die Aufdach-PV-Anlage versorgt das Haus bereits, deshalb braucht hier der Stream Pro und der Stream AC Pro nicht das Haus zu versorgen. Deshalb ist hier bei mir 0. Damit muss ich jetzt leben, weil ich hier 2 Systeme miteinander koppel. Aber ich komme klar, ich werde heute Nacht nicht in mein Kissen weinen, nur weil hier jetzt ein kleiner Anzeigefehler in meinem Fall hier steht. Bei euch steht dann euer Hausverbrauch, ganz dynamisch. Spannend ist auch, dass nun hier bei Aufladung 1,16 kW dargestellt wird. Und da gehen wir hier einmal ins Detail. Und zwar, wenn wir hier auf diesen Knopf drücken, sehen wir, dass der Stream Pro derzeit 780 Watt in den PV-Eingang bekommt und der AC-Anschluss, also von meiner Aufdach-PV-Anlage oder in eurem Fall vielleicht von eurem dynamischen Stromtarif, 515 Watt hier in die Batterie reingeht. Warum dynamischer Stromtarif? Wenn ihr den so eingestellt habt, hier mit der Tibber-Schnittstelle, wann das Ganze dann getriggert werden soll, also ab welchem Cent, wenn es unterschritten wird, dass dann hier das aufgeladen werden soll, dann sieht das genau so aus. Und jetzt schauen wir uns noch den Stream AC Pro an, denn dort können wir sehen, dass 1,08 kW hier in die Batterie reingeht und weil der Stream AC Pro bei mir mit dem AC-Anschluss an den Stream Pro angeschlossen ist, ist das quasi die Energie, welche der Stream Pro zum Stream AC Pro zur Verfügung stellt. Oh mein Gott, mein Kopf explodiert gleich. Aber das schaffen wir noch. Wunderbar. Somit hätten wir das Ganze auch. Wir haben auch hier ein neues Gerät, den Netzanschlusspunkt. Können wir auch direkt in den Shelly Pro 3M reinschauen, können sehen, was die einzelnen Phasen in meinem Fall derzeit machen. Wir testen jetzt den EcoFlow Stream Pro, darauf reagiert, wenn ich diesen Wasserkocher mit 2000 Watt einfach an eine Steckdose anschließe. Ganz wichtiger Hinweis, die PV-Anlage ist ausgeschaltet. Und jetzt schalten wir das mal an. Und ihr könnt jetzt sehr gut sehen, wie Hausnetz hier direkt hochgegangen ist auf 2,84 kW. Und wir können sehen, dass 400 Watt von Solar kommt knapp und knapp eine Entladung von weiteren 400 Watt aus der Batterie. Balkonkraftwerk mit 800 Watt, mehr geht da einfach nicht. Der Wasserkocher ist nun direkt am Stream AC Pro angeschlossen, hier an diesem Stecker. Der Stecker ist auch eingeschaltet. Und jetzt schalte ich hier mal den Wasserkocher ein. So, jetzt ist der Wasserkocher eingeschaltet. Wir können sehen, Stromnetz war eben ganz kurz bei über 1000. Wir können eine Entladung von 2 kW sehen, was natürlich phänomenal ist. Und natürlich durch die ganzen anderen Hausverbraucher geht es natürlich hier hoch. Aber in diesem Fall können wir sehr gut sehen, dass wir aus dem Stromnetz eigentlich nicht mehr den Wasserkocher beziehen, sondern nur noch das, was wir vom Haus verbrauchen. Wenn ich das jetzt ausschalte, dann sehen wir, habt ihr gesehen, wie schnell das reagiert hat? Das waren, keine Ahnung, vielleicht 2 Sekunden. Wir können es ja nochmal testen, die Reaktionsfreudigkeit. Achtung. Und wir sehen die Entladung. Ihr seht, also das reagiert unglaublich schnell. Das hätte ich jetzt selber nicht erwartet. Und somit habt ihr ganz legal die 800 Watt Grenze von Balkonkraftwerken einfach mal umgangen. Wie cool ist das denn? Schreibt mir hierzu bitte eure Meinung unten in die Kommentare. Ich bin total gespannt, wie ihr das findet. Und natürlich habe ich für euch aufgenommen, wie hier der EcoFlow Stream Pro über die Nacht performt. Wir können sehr gut sehen, dass Solar derzeit bei 0 Watt liegt. Das Hausnetz wird hier zum größten Teil von der Batterie bedient. Wir haben hier einen minimalen Bezug vom Stromnetz, aber das ist normal. Dieses Verhalten haben auch andere Balkonkraftwerke. Denn komplett auf 0 kann hier das Gerät das unmöglich runterdrücken. Somit haben wir hier sehr schön aufgezeigt, wie man über die Nacht mit einer vollen Batterie dann so gut wie gar keinen Strombezug hat und seine Kosten weitestgehend auf 0 bekommt. Sofern natürlich einem die 800 Watt Ausgangsleistung reichen, ganz klar. Passend zum Stream Pro könnt ihr auch hier direkt von EcoFlow PV-Module bekommen. Diese habe ich auch im Rahmen des Reviews zur Verfügung gestellt bekommen und auf diese gehe ich kurz ein. Die Module, die ihr hier seht, sind 450 Watt Module, haben eine Umwandlungsrate von 23%, was richtig stark ist. Spannend wird es aber hier bei der Dimension, denn es ist ein 1,90 Meter Modul auf 1,13 Meter, also etwas größer als die 1,76 Meter von den Standardmodulen. Optisch machen die Module echt was her, denn diese sind in einem schönen Schwarz gehalten und auch die Linien dazwischen stören eigentlich so gut wie kaum. Es sieht eigentlich ziemlich cool aus.
Für dieses Review durfte ich auch einige Balkonkraftwerkhalterungen hier für die PV-Module reviewen. Ich selber brauche die nicht, aber wollte sie sehr gerne für euch mir anschauen, um hier meinen Senf dazu zu geben. Das hier ist die Halterung, welche man an ein Balkongeländer einhängen kann. Damit das Ganze nicht nur von oben stabil ist, sondern auch von unten, müsst ihr hier diesen Fuß einmal montieren. Wofür ihr das braucht, seht ihr gleich. Wir haben das testweise bei mir an einen Doppelstabmattenzaun dran gemacht und im Nachhinein fanden wir es ziemlich cool, denn somit könnte man eigentlich auch so einen Zaun PV realisieren. Zu den finalen Schritten gehört es noch oben die Haken festzumachen, damit sie bei Sturm euch nicht wegfliegen. Und jetzt kommt der Teil, wo wir das auch von unten hier mit dem Geländer festmachen, damit es doppelt gesichert ist im Falle der Fälle. Und jetzt seht ihr hier einmal die fertige Lösung. Wir persönlich fanden es eigentlich relativ einfach aufzubauen und auch sehr gut hier für einen Doppelstabmattenzaun zu nutzen, nicht nur für Balkongeländer. Die zweite Halterung im Review ist ziemlich cool, denn diese ist verstellbar und kann nicht nur für Balkon, sondern auch für die Fassade und eigentlich auch auf den Boden hingelegt werden. Je nachdem, für welche Variante ihr euch entscheidet, kann es sein, dass ihr die Haken braucht oder auch nicht. Wir auf jeden Fall haben hier begonnen, das Ganze direkt mal für euch zu montieren. Anschließend sind wir übergegangen und haben das Ganze hier mit den PV-Modulen von EcoFlow befestigt. Da es eine variable Halterung ist, könnt ihr auch hier und dort das Ganze verstellen und hier haben wir das Ganze mal auf 35 Grad Winkel eingestellt. Hier seht ihr nun eine von 3 Varianten. Hätten wir oben noch die Haken dran gemacht, dann können wir es an ein Geländer dran machen. In diesem Fall ist es die Variante, um es hier zum Beispiel an die Fassade festzumachen. Und natürlich könnt ihr das Ganze auch einfach auf den Boden legen. Und wie gesagt, wir hatten das Ganze hier auf 35 Grad eingestellt. Und das Ganze werden wir jetzt hier mal für euch testen. Wir haben dazu hier bei der iPhone-App das Ganze mal heruntergeladen und das testweise hier mal für euch draufgestellt. Und was soll ich sagen, 36 Grad mit dem Minimalgefälle von mir auf dem Hof passt das ziemlich gut. Natürlich dürft ihr nicht vergessen, wenn ihr das Ganze einhängen wollt, müsst ihr da unten auch noch die Platte hier befestigen, damit es bei Sturm euch natürlich nicht wegfliegt. Richtig cool wird es jetzt mit der letzten Halterung, denn die hat nicht nur einen Motor, sondern auch einen Lux-Sensor, um hier die beste und optimalste Ausrichtung für eure PV-Module zu haben. Auch hier ging die Montage relativ einfach von Hand, aber es waren deutlich mehr Teile hier zu befestigen, wie ihr sehen könnt. Sobald das Grundgerüst hier fertig aufgebaut war, habe ich mich aufgemacht und die Steuerbox hier mit Strom versorgt, um diese aufzuladen. Denn diese Halterung könnt ihr hier mit der EcoFlow App verbinden. Der Prozess ist hier genauso, wie wenn ihr den Stream Pro oder den Stream AC Pro hier mit der App verbinden würdet. Nachdem das abgeschlossen wurde, haben wir natürlich in der App eine Fehlermeldung bekommen, denn wir müssen es hier mit der ganzen Halterung befestigen. Wir haben dann über die manuellen Tasten der Steuerbox hier die Kette mit der Halterung verbunden. Anschließend haben wir noch die Sensoreinheit hier montiert, aber dazu gibt es gleich noch einen Fun Fact und so sieht hier das Ganze final aus. Auch hier haben wir es für den Review an meinen Doppelstabmattenzaun festgemacht. Toll ist, dass der Akku vom Steuermodul, vom PV-Modul hier aufgeladen werden kann und man das Ganze einfach nur dazwischen klemmt. Und am Ende war es dann soweit, dass wir es in der App steuern konnten, sowohl manuell als auch automatisch und haben dann hier einmal die Kalibrierungsfahrt durchfahren lassen. Der Hersteller verspricht, dass die Sensoreinheit auch einen eingebauten Regensensor hat und diesen wollte ich auf jeden Fall testen. Und tatsächlich bekommt man dann auch eine Meldung hier auf sein Telefon, dass hier Regen erkannt wurde. Auch in der App bekommt man eine Meldung, dass hier der Motor in den Schlafzustand geht und einfährt. Dieser Test wurde somit erfolgreich bestanden. Anschließend wollte ich auch den Sturmtest machen und habe hier versucht mit meinem Laufbläser das Ganze hier zum Wackeln zu bringen. Das Ganze war leider nicht von Erfolg gekrönt, deshalb musste ich zu einer anderen Methode greifen. Anschließend hatte ich es endlich geschafft, hier die Sensoreinheit zum Triggern zu bekommen und auch eine Meldung an mein Handy wurde hier abgefeuert. Genauso gut haben wir auch eine Meldung in der EcoFlow App bekommen, dass sobald der Sturm 5 Minuten aufgehört hat, dann das Modul wieder ausfährt. Ich dachte schon, dass hier bei mir der Sensor vielleicht kaputt war, deshalb habe ich mich riesig gefreut, als es endlich geklappt hat. Aber der Fun Fact von vorhin ist, montiert die Sensoreinheit nicht oben, sondern unten, denn so werden Vibrationen viel besser erkannt und das Teil arbeitet einfach viel präziser. Somit wurde auch dieser Test erfolgreich abgeschlossen. Wir neigen uns so langsam dem Ende des Reviews zu. Deshalb möchte ich euch noch ein paar wichtige Hinweise geben. In diesem Review bin ich leider nicht in der Lage, dynamische Tarife für euch zu testen. Deshalb kann ich euch auch nicht sagen, wie gut das funktioniert oder nicht funktioniert. Aber in der Regel sind dynamische Tarife an sich nicht schwierig umzusetzen. Man sagt einfach, wo seine Preisuntergrenze ist, wo der Akku anfangen soll, dann zu laden, wo seine Preisobergrenze ist, wo der Akku dann Strom abgeben soll und dazwischen ist einfach ein Normalbereich. Mir persönlich ist es sehr wichtig, das Ganze transparent zu machen, einfach, dass wir hier gemeinsam auf demselben Level sind. Ja, das war's auch schon. Ihr seid im Auto gekommen, kommt zum Fazit und fangen wir hier erstmal mit dem Preis an. Für den Stream Pro zahlt ihr derzeit 999 € ohne Abzüge von irgendwelchen Aktionen. Und das ist preislich gesehen für ein Balkonkraftwerk mit 2 kWh Speicher, wenn wir die Mitbewerber berücksichtigen, eher im Mittelfeld. Also es gibt auf jeden Fall Geräte mit den gleichen Funktionen, wofür ihr deutlich mehr bezahlt.
Und der Stream AC Pro kostet knapp 799 € und das bedeutet, ihr zahlt pro kWh Speicher 400 €. Das ist eigentlich ein ganz okay Preis, vor allem wenn der dann noch rabattiert wird, wird es dann richtig spannend. Kommen wir jetzt zu den Stärken, unabhängig von den Funktionen, die mich hier am meisten umgehauen haben. Und das ist zum Ersten, dass man die 800 Watt Grenze ganz legal umgehen kann. Und diese Art von Innovation, diese Funktion bietet hier im Jahre 2025 kein anderer Hersteller und das ist top. Und was mir beim Testen auch aufgefallen ist und was ich persönlich auch ziemlich cool finde, ich kann den Stream Pro oder den Stream AC Pro, je nachdem, wie ich gerade lustig bin, einfach mitnehmen. Das heißt, wenn ich mir das zulege und gehe dann campen, zelten, whatever, an den See, könnte ich das ganz kurz abklemmen, mitnehmen und hätte ich hier die ganze Zeit eine Steckdose und genug Speicher, um dann damit Sachen zu kochen, Fernsehen zu schauen, Kaffee zu kochen. Also man kauft hier eigentlich neben einem All-in-One-Gerät auch noch ein 2-in-1-Gerät mit, womit man noch weiterhin Spaß haben kann, abseits davon, dass ein BKW ist. Wie ihr wisst, habe ich auf dem Kanal schon viele Balkonkraftwerke reviewt. Und hier beim Stream hat mich absolut umgehauen, wie schnell das Teil reagiert. Ihr habt gesehen, die Reaktionsgeschwindigkeit ist hier beim Test mit dem Wasserkocher 1 Sekunde gewesen, maximal 2 Sekunden und das gehört einfach honoriert. Und jetzt kommen wir zu den Schwächen. Was ich sehr schade finde, ist, dass die erweiterten KI-Funktionen hier immer eine Cloud-Verbindung brauchen. Die Geräte selbst kommunizieren untereinander im WLAN und das funktioniert auch ohne Internetzugang, das ist soweit so gut. Aber es wäre toll gewesen, wenn auch die KI-Funktionen und die Algorithmen hier auf dem Gerät verarbeitet würden und nicht in der Cloud. Bleiben wir hier bei der lokalen Nutzengeschichte. Was mir auch fehlt, ist hier die Schnittstelle zu Home Assistant. Es gibt zwar über Home Assistant Community Store hier die EcoFlow Cloud, dafür habe ich auch ein Video gemacht, das Video dazu oben rechts. Aber diese Geräte werden derzeit nicht unterstützt, weil das einfach ein freier Entwickler oder eine freie Entwicklergruppe macht. Und die haben einfach diese Geräte noch nicht in der Hand gehabt, noch nicht sich angeschaut und konnte es noch nicht hier in die Entwicklung mit einfließen lassen. Deshalb wünsche ich mir zukünftig eine native Entwicklung hier von EcoFlow für Home Assistant. Und somit wären wir durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, über ein Like würde ich mich riesig freuen. Ihr wisst, es war sehr viel Arbeit, gerade hier die Balkonkraftwerke für euch zu reviewen. Wenn jemand anderes sich unbedingt auch diese EcoFlow Stream Produkte anschauen sollte, nehmt dieses Video und teilt es mit denen. Ich denke, die freuen sich jetzt schon drauf. Und ich sage schon mal Dankeschön. Ansonsten, das war's. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Es gibt ein neues BKW von der Ey, wer redet so? Oh mein Gott, wir haben ja gar nicht Ruhe. Wie sollen wir so drehen? Jetzt kommen die Kinder. Schatz. Ich bin ein furchtbarer Schauspieler.